Gott kommt zu seinem Ziel. Er macht aus einem Saulus einen Paulus, aus einem Simon einen Petrus und aus Jakob einen Israel. Der Herr kann einen Betrüger in einen Segensspender verwandeln und aus einem Überlister einen echten Anbeter machen. Denn für Gott ist kein Ding unmöglich. Und das gilt eben auch für dein und mein Leben. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn wir eigenwillige Wege gehen, dann muss Gott sich uns manchmal in den Weg stellen. Und dann machen wir Erfahrungen, die wehtun. Aber wenn wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen, wenn wir von falschen Wegen umkehren und wirklich Ja zu seinem Willen sagen, dann können wir sicher sein, dass Gott uns segnend zur Seite steht. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Jakob hat genau das erlebt. Als er in 1. Mose 35 die Götzen aus seinem Haus entfernt und sein Eigenwille zerbrochen ist, da erlebt er, wie der Herr für ihn kämpft. Wie es mal im Psalm 34 heißt, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Und jetzt, wo Jakob die richtige innere Haltung einnimmt und nach Bethel zurückkehrt, da erlebt er, wie der Herr ihn segnet. Er erlebt, wie Gott ihm seine Verheißungen bestätigt und wie der Herr ihm sich als der Allmächtige offenbart. Also der Mann, der äußerlich gebrochen war, der ist jetzt auch innerlich zerbrochen. Und deshalb bestätigt Gott ihm auch seinen neuen Namen, Israel, was Fürst oder Kämpfer Gottes bedeutet. Und für uns bedeutet das, wenn wir in Übereinstimmung mit der Stellung leben, die Gott uns gegeben hat, dann werden wir Glaubenssiege machen. Dann ist Christsein auch nicht irgendwie langweilig oder so, sondern richtig spannend. Und als Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, nach dem Geheimnis seines Dienstes gefragt wurde, da antwortete er in etwa Folgendes: Es kam ein Tag in meinem Leben, wo ich starb. Ich starb dem eigenen Ich des Georg Müller, meinen eigenen Meinungen, meinen Vorzügen, meinem Willen. Ich starb auch der Welt. Ich starb dem Lob und den Beschuldigungen und der Kritik von Freunden. Und seitdem versuche ich nichts anderes, als Gott zu gefallen. Und dadurch hat er letztendlich im Glauben das verwirklicht, was Paulus in Galater 2 schreibt: Denn ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Kannst du das auch mit Glaubensüberzeugung sagen? Ich bin meinem Eigenwillen gestorben und jetzt habe ich nur noch das eine große Ziel und das ist, Christus zu gefallen. In Bethel, da hat Jakob ein richtiges Glaubenshoch. Er hat Gemeinschaft mit Gott und er wird dort von Gott gesegnet. Doch der Herr möchte ihn geistlich noch weiter führen, noch weiter wachsen lassen. Er hat noch größere Pläne für diesen Patriarchen und er will aus ihm einen Segenskanal für andere machen und einen Anbeter, der ganz auf Gott ausgerichtet ist. Doch damit dieses Ziel erreicht wird, muss Jakob noch weiter in der Schule Gottes geformt werden. Und Gott formt Menschen ganz oft in schweren Zeiten. Wenn unser Glaube richtig geprüft wird, wenn wir durch Leid gehen und wenn uns Dinge genommen werden, wenn wir Enttäuschungen erleben, wie mal jemand treffend gesagt hat, Gottes Hochschulen sind oft Tiefschulen. Das heißt, im Schmelzofen Gottes, in Leidenszeiten, da werden wir gereinigt und geformt. Ja? Das heißt, auch der Goldschmied, der bearbeitet das Gold so lange, bis sich sein Angesicht darin spiegelt. Ja, der Prozess der Bearbeitung, der ist oft nicht angenehm, aber das Ergebnis ist wunderbar. Und deshalb schreibt Jakobus auch mal, dass wir es sogar für Freude achten sollen, wenn wir in Versuchungen fallen. Und nach diesem Glaubenshoch beginnt für Jakob jetzt eine lange Kette von Leid. Er muss wirklich durch tiefe Täler gehen, um dem Ziel Gottes näher zu kommen. Zuerst stirbt die Amme Rebekkas. Das war eine gute Bekannte der Familie. Und dann stirbt kurze Zeit später Jakobs Geliebte Rahel bei der Geburt von Benjamin. 14 Jahre lang hat er aus Liebe um diese Frau gedient. Und jetzt muss er plötzlich loslassen. Jakob, der begräbt Rahel dann in Bethlehem und das ist sehr interessant. Ein Bibelausleger, der hat dazu mal geschrieben, er begräbt den Gegenstand seiner Liebe dort, wo Christus, der wahre Balsam für jedes wunde Herz, einmal geboren werden sollte. Und in der Anwendung, da können wir sagen, wenn in unserem Leben
eine Lücke entstanden ist, dann kann Christus sie füllen. Er ist gekommen, um in Leidenszeiten für uns das zu sein, was wir gerade brauchen. Und Gottes Erziehungswege mit Jakob, die gehen dann weiter. Kurz danach, nach dem Tod von Rahel, da macht Jakob die schmerzhafte Erfahrung, er hört, dass Ruben, sein erstgeborener Sohn, zum Ehebrecher geworden ist. Und anschließend stirbt dann sein Vater Isaak, den er zusammen mit Esau beerdigt. Also ein Schlag nach dem anderen. Verstehen konnte Jakob das nicht, aber er sollte es eben annehmen und Gott im Leid vertrauen. Jesus Christus, der hat mal sehr treffend zu Petrus gesagt in Johannes 13, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Und an so eine Zusage können wir uns im Glauben klammern, wenn wir Gottes Handeln im Moment vielleicht nicht nachvollziehen können. Jakob, der muss lernen, loszulassen. Nicht nur seine geliebte Rahel, sondern auch ihre beiden Söhne, das heißt Josef und Benjamin. Zuerst erzählen ihm seine anderen Söhne, dass Josef durch ein wildes Tier getötet worden ist. Also eine schreckliche Nachricht, die Jakob das Herz gebrochen hat. Und dann kommt eine Hungersnot über das Land. Die Söhne Jakobs, die ziehen nach Ägypten, um Nahrung zu kaufen. Und Simeon, der wird dort dann gefangen genommen und er soll nur freikommen, wenn auch Benjamin nach Ägypten kommt. Und in seiner Verzweiflung, da ruft Jakob damals aus in 1. Mose 42, ihr habt mich der Kinder beraubt, Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Dies alles ist gegen mich. Also in diesem Augenblick, da lebte Jakob in einer ganz falschen Realität. Er hat eine ganze falsche Vorstellung davon, wie die Dinge wirklich waren. Und deshalb sieht er sich auch in der Opferrolle und deshalb denkt er, dass alles gegen ihn ist. Und das kann auch uns passieren. Wie oft malen wir uns Dinge aus, die gar nicht der Realität entsprechen? Oder wir interpretieren die Umstände falsch, weil uns vielleicht Informationen fehlen. Gott war gerade dabei, hinter den Kulissen seinen wunderbaren Plan vorzubereiten. Aber davon ahnte Jakob eben nichts. Und das kann uns Mut machen, Gott wirklich besonders in schweren Zeiten zu vertrauen. Damit zu rechnen, dass denen, die ihn lieben, wirklich alle Dinge zum Guten mitwirken. Und auch wenn wir jetzt nicht alles verstehen, ja, genau das macht eben lebendigen Glauben aus. Er vertraut Gott, auch wenn es stockdunkel ist. Wenn noch kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist. Und so ein Glaube, der ehrt Gott. Und wir können sicher sein, dass Gott auch so einen Glauben ehren wird. Und nach längerem Zögern ist Jakob dann irgendwann bereit, auch Benjamin loszulassen. Und als er das tut, da bricht der volle Segen Gottes über ihn herein. Ja? Denn kurze Zeit später, das ist ganz interessant, da sagt Jakob in 1. Mose 48, ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht zu sehen und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Damit hatte er wirklich nicht gerechnet. Das hatte er für absolut unmöglich gehalten. Aber Gott kann viel mehr tun, als wir erdenken oder erbitten, wie es mal in Epheser 3, Vers 20 heißt. Gott verlangt auch von uns manchmal, dass wir etwas komplett loslassen. Vielleicht etwas, woran wir sehr hängen, das uns viel bedeutet. Und dann ist die Frage, welche innere Haltung nehmen wir ein? Ob wir wirklich ein Ja zu den Wegen Gottes haben. Abraham, der musste irgendwann Isaak komplett loslassen. Und genau deshalb hat er aber auch erlebt, wie Gott ihn durchgetragen hat. Denn nur wer loslässt, erlebt, wie er gehalten wird. Und als Jakob Josef loslassen muss, da reagiert er zunächst mit Bitterkeit und steht in 1. Mose 37, er weigerte sich, sich trösten zu lassen und sprach, denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol. Das heißt, er versank im Selbstmitleid. Und genau davon wollte Gott ihn noch befreien. Und dafür nimmt der Herr ihn durch eine große Hungersnot weiter in die Schule. Erst bleibt Simeon in Ägypten zurück und Jakob wird jetzt gezwungen, auch Benjamin loszulassen. Aber in der Zwischenzeit, da ist er geistlich gewachsen. Das heißt, er beugt sich unter den Willen Gottes und er sagt, und ich, wenn ich der Kinder beraubt bin, so bin ich der Kinder beraubt. Also keine Rebellion und kein Selbstmitleid mehr. Einfach nur Ergebenheit unter den Willen Gottes. Und kurz darauf, da hört Jakob eine Nachricht, die er nie für möglich gehalten hätte. Josef lebt. Der kann es kaum fassen, er will sich auf den Weg machen, um ihn zu sehen.
Aber unterwegs, da zögert er, weil es für ihn gleichzeitig wahrscheinlich doch undenkbar war, das Land wieder zu verlassen und nach Ägypten zu ziehen. Und vielleicht macht er deshalb noch einmal Halt auf dem Weg, um von Gott eine Bestätigung zu bekommen. Und Gott gibt zu ihm. Das ist ganz beeindruckend. Der Herr bestätigt Jakob, dass er genau auf dem richtigen Weg ist, den er jetzt gehen soll. Und deshalb ruft der Herr Jakob zweimal bei Namen und sagt, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewiss heraufführen. Und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen. Also wie gewaltig müssen diese Worte für Jakob gewesen sein. Gott bestätigt den völlig unerwarteten Weg nach Ägypten und er teilt ihm außerdem mit, dass er in den Armen Josefs sterben wird. Wie wunderbar sind die Wege Gottes. Und damit kommen wir jetzt zu dem letzten Lebensabschnitt von Jakob, seine Zeit in Ägypten. Und das waren die 17 gesegnetsten Jahre seines Lebens. Denn besonders in diesen Jahren, da hat Gott aus Jakob einen Segenskanal für andere gemacht. Also der Mann, der früher anderen Segen gestohlen hat, der wird am Ende seines Lebens zu einem Segensspender. In Ägypten, da segnet er den Pharao, die Söhne Josefs und er spricht einen wunderbaren prophetischen Segen über seine eigenen Söhne aus. Und genau das möchte Gott auch aus uns machen. Segenskanäle für andere. Jesus Christus hat mal gesagt, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns ausgehen werden, wenn wir bei ihm trinken und der Heilige Geist frei in uns wirken kann. Und Petrus, der ermutigt uns mal mit den Worten aus 1. Petrus 3, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also wir sollen anderen Menschen Gutes tun, ganz besonders der Familie des Glaubens. Und als Jakob als alter, gebrochener Mann dann nach Ägypten kommt, da segnet er dort den Pharao, den damals mächtigsten Herrscher der Welt. Und das zeigt die geistliche Würde, die dieser alte Mann in der Schule Gottes gewonnen hat. Denn im Hebräerbrief, da steht mal, ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Das heißt, dieser arme, hinkende Mann, ein Schafhirte, was in den Augen der Ägypter ein Gräuel war, der auch noch in Zelten wohnte, der steht in den Augen Gottes weit über dem mächtigsten Mann der Welt. Und Jakob verhält sich jetzt wirklich auch wie Israel, wie ein Fürst Gottes. Und weißt du, wenn wir nahe mit dem Herrn leben, dann wird Gott uns zum Segen für andere benutzen. Aber wenn wir eigenwillige Wege gehen, dann ist das Gegenteil der Fall. Dann sind wir kein Segen, sondern vielmehr ein Hindernis für andere. Als Abraham eigenwillig nach Ägypten geht, da erzählt, dass Sarah seine Schwester ist, da muss Gott den Pharao und sein Haus mit großen Plagen schlagen. Also ein krasser Kontrast zu Jakob, der auch vor einem Pharao in Ägypten steht. Und es liegt eben an uns, ob wir für andere zum Segen oder zum Unglück sind. Und dann soll Jakob die beiden Söhne Josefs segnen, Ephraim und Manasse. Und es ist hochinteressant, wie Jakob das tut, denn er kreuzt seine Hände. Er gibt dem Jüngeren den Segen des Erstgeborenen. Warum tut er das? Weil er genau weiß, dass das der Wille Gottes ist. David sagt mal im Psalm 25, die vertraute Mitteilung des Herrn ist für die, die ihn fürchten und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Also Jakob, der lebte jetzt in einer echten Gottesfurcht. Und deshalb hatte er auch Einsicht in die Gedanken Gottes. In Hebräer Kapitel 11, da wird dann mal gesagt, Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs. Also es war ein Akt des Glaubens. Jakob, der sah und urteilte durch Glauben. Und dadurch erkannte er das, was Gott wollte. Und das muss man sich mal vorstellen, dieser altersschwache Mann, der nicht mehr sehen konnte, der hatte durch den Glauben einen klareren Blick als Josef, der berühmte Traumdeuter. Es hat mal jemand gesagt, Jakob ist nie so gut gewandelt wie mit einem ausgerenkten Hüftgelenk und er hat nie so gut gesehen wie in der Zeit, als er blind war. Das heißt, seine körperliche Schwachheit, die hat ihn auf Gott geworfen und Gottes Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und wir können sicher sein, dass Jakob spätestens in diesem Moment, wo er die beiden Söhne Josefs segnete,
eine Sache verstanden hat. Gott hätte damals seinem Vater Isaak genauso dazu bringen können, Jakob den Segen des Erstgeborenen zu geben. Aber darauf hatte Jakob eben nicht vertraut und stattdessen hatte er sich den Segen im Eigenwillen irgendwie ergaunert. Aber Gott hat ihm diesen Segen, er hätte ihm diesen Segen auch durch souveräne Gnade schenken können. Und das gilt eben auch für uns. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott uns alles gibt, was wirklich gut für uns ist. Er hat Mittel und Wege, das zu tun. Und wir sollen es uns eben nicht durch fleischliche Mittel irgendwie ergaunern. Das führt nur zu Problemen, wie das Leben Jakobs mehr als deutlich macht. Und es ist übrigens sehr interessant und beeindruckend, dass wir im ersten Buch Mose 7 Fälle haben, in denen der Erstgeburtssegen an jemanden anderen ging, als an den Erstgeborenen. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein extra Video oder ein Short. Und zu guter Letzt, da gebraucht Gott Jakob dazu, einen gewaltigen prophetischen Segen über seine eigenen Söhne auszusprechen. Das heißt, die 12 Stämme Israels. In 1. Mose 49, da sehen wir eine wunderbare prophetische Schau der Entwicklung des Volkes Israel, die bis ins tausendjährige Reich hineingeht. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, weil es wirklich ein sehr interessantes Thema ist. Sehr wichtig. Dieser alte, ehemalige Überlister, der ruft am Ende seines Lebens seine Söhne zusammen und dann sagt er in 1. Mose 49, versammelt euch und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Was für eine Einsicht hat dieser Mann in die Gedanken Gottes bekommen? Und es ist auch sehr interessant, welches Zeugnis übrigens Jakob am Ende seines Lebens gibt über sein eigenes Leben und auch über das Wirken Gottes. Einerseits sagt er, als er vor dem Pharao steht, in 1. Mose 47, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Ja? Das heißt, er hatte selbst diese Dinge zu verschulden, weil er immer wieder eigenwillige Wege gegangen ist. Hat er viel Zeit verschwendet. Aber gleichzeitig, da sagt er, als er die Söhne Josefs segnet, in 1. Mose 48, da sagt er, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen. Da rühmt Jakob die Gnade Gottes. Das heißt, am Ende seines Lebens, da hat er die Gnade und die Treue Gottes vor Augen. Das erfüllt sein Herz. Also Jakob realisiert, dass alles Gute in seinem Leben allein durch Gottes Gnade geschehen ist. Und trotz aller Verirrungen war Gott ihm wie ein Hirte nachgegangen. Er hatte ihn in seine Schule genommen, ihn erzogen, ihn von verkehrten Wegen zurückgebracht. Dass Jakob am Ende seines Lebens ein Segenskanal und ein Anbeter war einzig und allein der Gnade Gottes zu verdanken. Ich denke auch an Paulus, der irgendwann voller Bewunderung ruft, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und als Jakob dann an sein Sterben denkt, da sehen wir, was für ein Vertrauen er in die Verheißungen Gottes hat. Wie wertvoll ihm diese Verheißungen sind. Er ist davon überzeugt, dass Gott alles erfüllen wird, was er seinem Großvater Abraham versprochen hat. Dass er seinen Nachkommen das Land Kanaan geben wird. Und genau deshalb will er, dass Josef dafür sorgt, dass sein Körper auch im Land Kanaan begraben wird. Das heißt, er vertraut auf die Auferstehung. Er will unbedingt bei seinen Vätern sein, wenn die Stunde schlägt, in der das Volk Israel sein Erbteil in Besitz nimmt. Und damit setzt er auch ein Zeichen für seine Kinder und für seine Enkelkinder. Denn er zeigt ihnen, was ihm die Verheißungen Gottes bedeuten, was ihm wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Das heißt, er hat ein Herz für die kommende Generation. Er will, dass auch sie den Weg des Segens gehen. Und genau darin ist Jakob ein wirkliches Vorbild für uns. Denn wir haben die Aufgabe, unseren Kindern und der nächsten Generation zu vermitteln, was wirklich wichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Aber das können wir eben nur, wenn die Verheißungen Gottes uns selbst auch wertvoll sind. Wenn sichtbar wird, dass sie wirklich unser Leben prägen. Und die Frage ist, können unsere Kinder durch unser Leben erkennen, worauf es wirklich ankommt? Und setzen wir alles daran, ihnen die Zusagen Gottes näher zu bringen und wirklich wertvoll zu machen. Ja, und damit kommen wir jetzt zum krönenden Abschluss im Leben Jakobs. Denn in Hebräer 11,
Da wird in Vers 21 gesagt, sehr beeindruckend: Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Also Gott hat aus Jakob ein Denkmal seiner Gnade gemacht. Ein Überlister wird zu einem Anbeter Gottes. Dieser hinterhältige Betrüger, der so oft versagt hat. Er dreht sich jetzt nicht mehr um sich selbst, sondern er ist ganz auf Gott ausgerichtet. Und das kann nur die Gnade Gottes bewirken. Er betet an über der Spitze seines Stabes. Und das ist ein Pilgerstab, der nach oben zeigt. Also er ist am Ende seines Lebens, wirklich lebt er wie ein Fremdling, ein Pilger auf der Erde, der auf Gott ausgerichtet ist. Es hat lange gedauert, bis er an diesen Punkt gekommen ist, aber er ist an diesen Punkt gekommen. Gott hat sein Ziel mit ihm erreicht. Und wir können uns ja mal die Frage stellen, an welchem Punkt wir da gerade stehen. Es gibt Gläubige, die gut angefangen und schwach abgeschlossen haben. Jakob hat schlecht angefangen, aber stark abgeschlossen. Er ging eben als leuchtendes Vorbild mit Gott ins Ziel. Wie es mal in den Sprüchen irgendwo heißt, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Und sein Tod, der Tod Jakobs, der wird dann folgendermaßen beschrieben in 1. Mose 49. Und als Jakob geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße auf das Bett herauf und verschied und wurde versammelt zu seinen Völkern. Es ist beeindruckend, mit was für einem Frieden Jakob schließlich stirbt. Keine Hetze, kein Pläne schmieden, kein Überlisten, keine selbstsüchtigen Ideen mehr. Er ruht in Gott und ist bereit, zu Gott zu gehen. Gott ist mit diesem Mann wirklich zu seinem Ziel gekommen. Und dann wird noch gesagt in Kapitel 50, und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Ein ganzes Weltreich trauert um diesen armen, heimatlosen Totenhirten. Und das zeigt, was für eine Würde und was für ein Ansehen dieser alte Mann durch sein Zeugnis am Ende seines Lebens gewonnen hat. Jakob, der hat wirklich Spuren hinterlassen. Er wurde vermisst, als er starb. Es gab mal einen König, der hieß Joram, von dem wird in Verbindung mit seinem Sterben gesagt, und er ging hin, ohne vermisst zu werden. Wie schrecklich, wie traurig ist das? Als Dorkas im Neuen Testament, Apostelgeschichte 9, starb, da wurde sie von vielen Witwen beweint, weil sie für viele ein Segen gewesen ist. Das heißt, sie wurde vermisst. Wie ist das bei uns? Sind wir darauf ausgerichtet, wirklich Segensspuren für andere zu hinterlassen? Und ich finde es wirklich sehr ermutigend, dass Gott sich öfter in der Bibel der Gott Jakobs nennt. Das heißt, er identifiziert sich mit diesem Mann. Er hat im Leben dieses Mannes etwas von seiner Gnade sichtbar werden lassen. Und der Gott Jakobs ist der Gott aller Gnade. Er formt uns in seiner Schule, er richtet uns wieder auf, wenn wir gefallen sind, und er bringt uns durch Gnade ans Ziel. Es ist also auch kein Wunder, dass im Psalm 146 mal gesagt wird, glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott ist. Der Gott Jakobs ist auch unser Gott. Rückblickend, da sagt er mal im Buch Malachi, ich habe Jakob geliebt. Und Römer 9 zeigt, wie er ihn durch souveräne Gnade erwählt hat. Und trotz seines häufigen Versagens hat Gott an der Berufung von Jakob und an seiner Erwählung festgehalten. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das gilt besonders auch im Blick auf das Volk Israel. Und es ist wirklich beeindruckend, dass Gott ganz am Ende des Alten Testaments Folgendes über Israel sagt, denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Weißt du, Gott verändert sich nicht. Der Gott Jakobs, der Gott aller Gnade, ist auch unser Gott und er bringt dich sicher ans Ziel.